Es geht um zwei österreichische Motorboote, die ab Luboka, nördlich von Budweis, auf der Moldau, über 4 Schleusen in die Stadt Tien fahren. Weil ich mein Boot in der Marina České Vrbné geslippt habe, fahre ich um 8 Uhr morgens mit der ersten Schleusung zum 4 Kilometer entfernten Hafen Luboka, wo Bootsfreunde bereits auf mich warten. Später werden wir gemeinsam die Schleusen Luboka, Nefkovice und Nefkovice II bewältigen. Jetzt geht's erstmal von České Vrbné bei leichtem Regen die gut 4 Kilometer lange Strecke zur Marina Luboka. Die Hafeneinfahrt in Luboka ist sehr schön und mit zahlreichen Schifffahrtszeichen ausgeschildert. Die Durchfahrt unter der niedrigen Brücke ist recht spannend. Werde ich mit meinem Verdeckgestänge stecken bleiben? Nein, es geht sich problemlos aus. Vom Hafen aus hat man auch direkten Blick zum Schloss Luboka auf der Anhöhe. Im Hafen harrten wir aus, bis sich die Regenwolken lichteten, und dann ging es zur direkt gegenüberliegenden Schleuse Luboka. Nach der Schleusung geht es jetzt gut 18 Kilometer durch zauberhafte Abschnitte der Moldau. Felsige Uferwände und Wälder säumen abwechselnd diesen Abschnitt. Das Wasser zeigt sich spiegelglatt und die Sonne lässt die letzten Regentropfen am Boot verdunsten. Am Ende des felsigen Moldautales verbreiterte sich das Fahrwasser und wir näherten uns zügig der Talsperre Nefkovice. Kaum vor der Schleuse Nefkovice wurde die Ampel auf grün geschaltet und wir fuhren in die Kammer ein, die vorne mit einer Betonwand begrenzt ist und daher wie eine Garage aussieht, weil das Ausfahrtstor 15 Meter weiter unten völlig vom Wasser bedeckt ist. Hier kommt das obere Ende des Ausfahrtstores bereits zum Vorschein. Das Wasser wurde überraschend schnell ausgelassen, entsprechend flott ging es auch nach unten. 15 Meter Fallhöhe, das ist schon etwas Besonderes. Das Ausfahrtstor hebt sich ganz langsam. Die Wartezeit für das Anheben des Tores dauert länger als das Absenken des Wassers vorher. Wir verlassen die Kammer und nun geht's 1,5 Kilometer weiter bis zum Wehr Nefkovice. Hier haben wir nur 2 Meter Fallhöhe. Nun sind wir fast am Ziel, 4 Kilometer noch bis zur Stadt Tien an der Moldau. Genau richtig für die Mittagspause in der Sonne. Ziel erreicht, wir sind in Tien. Direkt in Tien gibt es einen gratis Stadtanleger, den wir gerne nutzen, um mittags einzukehren. Jetzt geht's wieder zurück, zuerst über die Schleuse beim Wehr Nefkovice und dann zur Talsperre Nefkovice. Die Talsperre Nefkovice vom Unterwasser aus gesehen. Nach kurzer Wartezeit geht's wieder rein in diese schmale, hohe Schleusenkammer. Nun dauert es erstmal, bis das Hubtor wieder unten ist und die Kammer verschließt. Jetzt sind wir zwischen den hohen Wänden in der schmalen Schleusenkammer eingesperrt. Die Schleusung beginnt und das Wasser sprudelt in die Kammer ein. Ein Erlebnis. Weil der Wassereinlass bergseitig ist, machen wir an den talseitigen Schwimmpollern fest. Danach geht's die Moldau wieder rauf, weiter durch die Schleuse Luboka und zuletzt durch die Schleuse České Vrbné. Hier im Unterwasser von České Vrbné trennen sich die Wege unserer beiden Boote. Meine Bootsfreunde fahren im Unterwasser zum Hafen Luboka
und ich schleuse zur Marina České Vrbne im Oberwasser. Nach kurzer Wartezeit schaltet die Ampel über dem Stemmtor auf grün. Und rein geht's in die Kammer. Die Ampel schaltet von grün auf rot, dann schließt sich das massive Stemmtor zum Unterwasser. Mein Boot verschwindet dahinter. Und die Reise geht nach oben. Diesmal ist die Bergschleusung unspektakulär und ohne gröbere Turbulenzen. Am Ende eines schönen gemeinsamen Bootausfluges mit über 4 Schleusen und insgesamt 27 Meter Höhenunterschied geht's wieder in den sicheren Hafen. Am Gästesteg in der Marina ist mein Boot schon für die Übernachtung vorbereitet. Auch meine Bootsfreunde sind in der Marina Luboka gut und sicher angekommen. Und wieder klingt ein erlebnisreicher Bootstag mit dem Sonnenuntergang aus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video.